Wie feiert man Ostern in Georgien? Gar nicht so anders als in Deutschland und doch mit einer ganz eigenen Tiefe. Darum geht es in diesem Video. In Georgien heißt Ostern Eid Goma und es ist das bedeutendste religiöse Fest des Landes. Es erinnert an die Auferstehung Jesu Christi und ist tief in der georgischen Kultur verwurzelt. Kein Wunder, Georgien war eines der ersten Länder, das im 4. Jahrhundert das Christentum zur Staatsreligion erklärte. Ostern wird in Georgien etwas anders gefeiert als in westlichen Ländern und es fällt auch oft auf einen anderen Termin. Das liegt an den orthodoxen Traditionen und dem julianischen Kalender, den die georgisch-orthodoxe Kirche bis heute verwendet. So zeigt sich in der Art des Feierns nicht nur religiöse, sondern auch kulturelle Eigenständigkeit. Wann wird in Georgien Ostern gefeiert? Die georgisch-orthodoxe Kirche richtet sich bei den beweglichen Feiertagen, wie gesagt, nach dem julianischen Kalender, im Gegensatz zu den meisten westlichen Kirchen, die den gregorianischen Kalender nutzen. Der Unterschied zwischen den beiden Kalendersystemen beträgt derzeit 13 Tage und wird sich im Jahr 2100 auf 14 Tage erhöhen. Deshalb kann Ostern in Georgien 1 bis 5 Wochen später stattfinden als in westlichen Ländern. In manchen Jahren, wie jetzt 2025, fallen die Termine jedoch zusammen. Die Grundlage für die Berechnung ist in beiden Traditionen dieselbe. Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach dem Frühlingsanfang, festgelegt auf dem Konzil von Nikäa im Jahr 325. Aber die Orthodoxie verwendet den julianischen Kalender, dessen Frühlingsanfang dem 3. April im gregorianischen Kalender entspricht. Dadurch ergeben sich Unterschiede beim tatsächlichen Datum. Das orthodoxe Osterfest wird also in einem anderen Rhythmus gefeiert. Ein Zeichen für die Treue zur alten Liturgie, für die eigenständige Spiritualität der georgischen Kirche. Wie das christliche Osterfest entstand und nach Georgien kam. Die Ursprünge des Osterfestes liegen in den frühen Jahrhunderten des Christentums. Schon in den ersten Gemeinden war die Erinnerung an den Tod und die Auferstehung Jesu das Herzstück des Glaubens. In der Ostkirche wurde Ostern bereits im 2. Jahrhundert als höchstes Fest gefeiert. Zunächst mit einem gemeinsamen Mahl, später mit einer mehrtägigen Vorbereitung. In Georgien verbreitete sich das Christentum durch die Missionstätigkeit von Nino aus Kappadokien, einer mutigen Frau, die heute als heilige Nino verehrt wird. Ihr wird zugeschrieben, im 4. Jahrhundert die Bekehrung des georgischen Königs und damit die Einführung des Christentums als Staatsreligion bewirkt zu haben. Seitdem prägt der christliche Glaube die Geschichte, Architektur und Kultur des Landes tief und mit ihm das Osterfest. Ostern ist in Georgien nicht nur ein religiöser Feiertag, sondern Teil der nationalen Identität. Es ist ein Fest, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, mit alten Bräuchen, besonderen Speisen und stiller Andacht. Was gehört zum georgischen Osterfest? Die Feierlichkeiten beginnen schon eine Woche vor Ostersonntag mit dem Palmsonntag, der in Georgien Psoba heißt. Anstelle von Palmzweigen werden Weidenzweige gesegnet und verteilt, da diese im Kaukasus heimisch sind.
Die Woche vor Ostern, die sogenannte Karwoche, ist für viele Georgier eine Zeit des Fastens, Betens und inneren Rückzugs. Besonders wichtig ist der Kar-Samstag, der Tag vor Ostern. Viele Menschen bringen an diesem Tag Speisen in die Kirche, um sie segnen zu lassen. Am Ostersonntag selbst läuten in den frühen Morgenstunden die Glocken. In den Kirchen wird eine festliche Osternachtliturgie gefeiert, oft mit Hunderten von Menschen, die Kerzen in den Händen halten und gemeinsam beten. Die Atmosphäre ist ergreifend. Licht durchdringt die Dunkelheit, das Christus ist auferstanden, hallt durch das Land und wird beantwortet mit: Er ist wahrhaft auferstanden. Zu Hause wird anschließend festlich gegessen. Es gibt gekochte, rot gefärbte Eier, die ein Symbol für das Leben und die Auferstehung sind. Auch ein traditioneller Osterkuchen namens Paska gehört dazu. Süß, reich verziert, oft mit Rosinen oder getrockneten Früchten. Und natürlich Chakapuli, ein Lammeintopf mit grünen Pflaumen und Estragon, der in vielen Familien zur Tradition gehört. Gibt es Unterschiede zur westlichen Ostertradition? Ja, einige. Die größten Unterschiede liegen in der Liturgie und im Kalender, aber auch in der gesellschaftlichen Bedeutung. In Georgien ist Ostern nicht kommerzialisiert. Es gibt keine Osterhasen, keine Osternester und kaum Dekoration in den Geschäften. Stattdessen steht das Spirituelle im Mittelpunkt. Auffällig ist auch, dass viele Georgier am Ostermontag oder Osterdienstag ihre verstorbenen Angehörigen besuchen. Sie gehen auf den Friedhof, bringen rote Eier, Wein und Brot mit und gedenken der Verstorbenen. Es wird gegessen, getrunken, miteinander gesprochen. Nicht in Trauer, sondern im bewussten Erinnern und im Gefühl der Verbindung über den Tod hinaus. Diese Form des Gedenkens wirkt auf Außenstehende manchmal ungewohnt, ist aber ein tiefes Ausdruckszeichen der georgischen Kultur. Leben und Tod gehören zusammen, genauso wie Ostern ohne Karfreitag undenkbar ist. Ein Fest, zwei Traditionen und eine gemeinsame Botschaft. Ob in Deutschland oder Georgien, ob katholisch, evangelisch oder orthodox, das Osterfest erzählt in allen Traditionen vom Licht nach der Dunkelheit, von Hoffnung nach Leid, von Leben nach dem Tod. Die äußeren Formen mögen sich unterscheiden, der Kalender, die Bräuche, die Sprache der Liturgie. Doch der innere Kern ist derselbe. Ostern ist ein Fest der Erneuerung, des Aufbruchs und der tiefen Zuversicht, dass das Leben stärker ist als der Tod. Gerade in der georgisch-orthodoxen Tradition wird diese Hoffnung besonders greifbar. Durch Rituale, die nicht kommerzialisiert sind, sondern aus gelebtem Glauben und generationsübergreifender Erinnerung bestehen. Das Gedenken an Verstorbene, das Teilen des gesegneten Brots, das gemeinsame Gebet in der Nacht, all das öffnet Räume für Begegnung, für Stille und für Dankbarkeit. Vielleicht liegt genau darin die Einladung an uns alle, Ostern nicht nur zu feiern, sondern es neu zu verstehen, jenseits von Konsum, aber voller Bedeutung. Hast du schon einmal Ostern in Georgien gefeiert? Wenn ja, wie waren deine Erfahrungen? Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonen zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Ich wünsche dir ein frohes Osterfest. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.